Liebe Schwestern und Brüder, zu Beginn dieses Gottesdienstes singen wir das Lied 764. 764, O Sohn des Heiles Jesus Christ. Es kommt ein Tag, o Herr, dein Tag, da alles neu erblühen mag. Gott führt uns Gott durch deine Gnade, dass wir gehen deinen Pfad. Dich gütige Dreifaltigkeit, dich lobt der ganze Erdkreis weit. Durch deine Gnade leben wir und singen Lob und Ehre sei dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Gemeinden, liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen euch und Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am 5. Fastensonntag zum Miserior-Sonntag. Im heutigen Evangelium erzählt uns der Evangelist Johannes die Erweckung Lazarus. Jesus stand vor dem Grab Lazarus und rief: Lazarus, komm heraus. Und er sagt am Ende dieses Geschehens, er spricht mit Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Ja, Glaube, das ist eigentlich das Thema des heutigen Evangeliums. Gerade in dieser Zeit der Schwierigkeiten, Spannungen, Krankheiten, Coronavirus. Die Frage lautet an uns als Gläubige: Glaubst du an Christus? Glaubst du an Gottes Wort? Eine Antwort sollen wir auch in diesem Gottesdienst finden und auch danach entsprechend leben. Ihn, Christus, rufen wir in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Zweihundertsechsundsechzig. 266.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezekiel. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig, und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus, Spruch des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zum Zwischengesang singen wir das Lied 149. 149. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Maria. Maria war jene, die dem Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, siehe, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester, und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch suchten dich die Juden zu steinigen, und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete:
Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn da jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er wieder gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von einem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte Jesus ihnen unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Ich freute mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand der Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Martha sagte zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Da sagte Jesus zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Martha und sagte, der Herr ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand, hinausging. Sie folgten ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten, Herr, komm und sieh. Da weinte auch Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er nicht dann verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt. Er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Da sagte Jesus, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Da sagte Jesus zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da nahm sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht,
habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren noch mit Binden umwickelt. Sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Da sagte Jesus zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern, was mich an diesem Evangelium immer wieder auch innerlich bin ich beteiligt, wenn ich höre, Jesus weinte. Wir können es uns gar nicht vorstellen, dass der Sohn Gottes über den Tod seines Freundes Lazarus weint. Und hier merken wir eben, dass dieses Wort des Miserior-Sonntags, Miserior super turba, ich habe Mitleid mit meinem Volke. Es war damals eine andere Situation am See Genezareth, als er die 5000 speiste, zweimal. Und dass er sagte, ich habe Mitleid mit meinem Volk. Aber hier ging es ja nur am See Genezareth um irdische Speise. Hier ging es um viel mehr im heutigen Evangelium. Sein Freund Lazarus ist heimgerufen in die Herrlichkeit des Vaters. Die Schwestern, viele der Juden weinen. Jesus weint. Und so dürfen auch wir weinen über den Tod unserer lieben Angehörigen, wenn Gott sie heimruft. Viele Menschen, Tausende werden vielleicht auch heute Abend weinen. In Italien, vielleicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern, wenn sie Abschied nehmen müssen von dem, was sie lieb gewonnen haben, wie es der Bundespräsident sagte. Abschied nehmen von einem Lieben. Und so war es auch bei Jesus, dass er zwar wusste, mein Vater wird ihn auferwecken zum ewigen Leben. Und so steht heute am Miserior-Sonntag im Mittelpunkt gar nicht mal so sehr dieser Bericht, sondern die Frage, glaubst du auch wirklich, wenn ich mit dir den Leidensweg gehen werde, hier im Leben oder auf dem Weg, jeden Tag, wo es dir gut geht, glaubst du, dass ich alles zum Guten lenken werde? Und am Ende deines Lebens werden nicht mehr die Tränen stehen, es werden Tränen der Freude sein. Vielleicht haben viele von Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, gestern im Fernsehen mit hineingeschaut nach Rom. Und es war für mich auch schmerzlich, als ich den Papst kommen sah. Er kann nicht mehr so gut laufen. Er ist nicht mehr der Alte, wie er vor einigen Jahren war. Aber er stieg die Stufen hinauf zum Petersdom. Und dann hörten wir dieses wunderbare Evangelium, dass auch wir glauben dürfen, Gott ist bei uns. Er schläft nicht im Boot unseres Lebens. Er ist mit uns hinausgefahren auf das weite Meer unseres Lebens. Auch noch in Zukunft bleibt er bei uns. Er wird uns auch sagen, habt ihr denn keinen Glauben? Ich, euer Gott, ich bin doch bei euch. Ich spende euch Worte des Lebens. Wer an mich glaubt, wird leben, auch dann, wenn er gestorben ist. Der Papst in seiner
Ansprache stellte dann eben auch einige Dinge in den Vordergrund, wie wir vielleicht unser Leben etwas ändern dürfen. Ich möchte nicht so sehr darauf eingehen, das würde zu lange dauern, aber dass er uns aufrief, diesen Glauben an den auferstandenen Herrn weiterzugeben und Gott zu bitten, dass er seinen Heiligen Geist in unsere Herzen sendet, dass wir anderen Mut machen, weil sein Sohn ja bei uns ist. Glaubst du das? Maria sagt, ja, Herr, ich glaube. Und so steht auch die Frage an uns heute Abend, jeden Tag unseres Lebens. Glaubst du das, dass ich die Macht habe, dir in der Herrlichkeit des Himmels ein schönes Leben zu schenken, die Ewigkeit? Der Papst ging dann zunächst zum Kreuz. Und wenn man das Kreuz näher betrachtete, gestern dieses Pestkreuz, das schon lange vor unseren Augen stand, da war man mit hineingenommen in das Leidensgeschichte Jesu Christi, der ausgelitten hat für uns Menschen, der aber in dieser Stunde, bevor er starb, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist und ich verspreche euch allen, ich komme wieder, ich bin zu meinem Vater gegangen, um für euch alle eine Wohnung zu bereiten. Und wenn man dann hineinschaute in dieses Leidensgeschichte Jesu Christi, dann fühlte man mit, wie Christus auch mit uns in unsere Todesstunde hineingeht. Aber er bleibt nicht im Tod. Liebe Brüder und Schwestern, dann ging der Papst zur Mutter Gottes. Das Papstkreuz war ja ein Kreuz eben der Pestzeit in Rom. Es wurde mehrere Tage damals durch Rom getragen. Und so dürfen auch wir diese Tage das Antlitz unseres Heilandes durch unsere Straßen, durch unsere Häuser hindurch tragen, weil wir wissen, er, der tot war, lebt. Der Papst ging dann zur Mutter Gottes, zu einer Ikone aus Santa Maria Maggiore. Und auch er legte uns in die Hände der Gottesmutter. Als er stirbt, sagt er nun, das ist jetzt eure Mutter. Und sie sagt, alles, was er euch sagt, das tut. So dürfen wir auch immer wieder uns gläubig der Gottesmutter anvertrauen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für mich Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, als ich einmal in Assisi war, in einer der Kirche, San Damiano, habe ich dort lange verweilt. Und es ist dort wunderbar, in der Ruhe auszuhalten. Es gibt dort ein ganz eigenartiges Kreuz. Da kam ein alter Pater zu mir und sagte, du wechsel doch bitte einmal den Platz. Stell dich einmal auf die linke Seite. Auf der rechten Seite, liebe Brüder und Schwestern, das schmerzverzerrte Antlitz gestern von dem Pestkreuz aus Rom. Aber er sagte, geh bitte mal auf die linke Seite, du wirst ein Wunder erleben. Denn der Künstler, der dieses Kreuz vor 400, 500 Jahren geschnitzt hat, ist es wunderbar, wenn du dann in das Kreuz hineinschaust, siehst du nicht den leidenden Heiland, sondern den Heiland, der dich anschaut, gütig, der dir Mut macht. Und er sagte, du darfst ihm glauben, dass er es mit dir gut meint, dass er auf der einen Seite den Leidensweg der Krankheit mitgegangen ist, aber der dich nicht im Stich lässt, sondern Erbarmen hat, dich lächelnd anschaut und dann eines Tages sagen wird, weißt du, noch heute wirst du bei mir
im Paradiese sein. Das ist ein Trost, liebe Brüder und Schwestern, denn sonst würden wir verzagen, wenn wir die Bilder sehen aus Italien, aus den Vereinigten Staaten. Aber der Heiland ist gekommen, uns das ewige Leben zu schenken. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Miseria super turbam. Ich habe Mitleid mit meinem Volke. Ich habe Mitleid mit dir. Amen. Zum Glaubensbekenntnis singen wir 795. 795. Ich glaub an dich, allmächtiger Gott, an dich, mein Herrscher, seliger Gott. Du schufst aus nichts die ganze Welt, die noch dein starker Arm erhält. Und wenn du sprichst, wird sie vergehen. Ich glaub an Christus, seinen Sohn, von seinem Thron, der für uns lebt am Kreuze starb, uns deiner Liebe Furcht erwarb, und herrscht als Leben in dem Höhen. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Christi Kirche unterweist. Ich glaube an dein Liebesleid, das allen Guten mir zuteil, dass die Toten auferstehen. Wir halten die Fürbitten. Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. Herr, steh uns bei mit deiner Macht. Hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen.
Stärke in allen die Fantasie, Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, uns in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch dich miteinander verbunden sind. Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. Gott, unser Herr, wir bitten dich, gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in alle Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir 282 beim letzten Abendmahle. Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Da er Mensch ist wie wir, weinte er über den Tod seines Freundes. Da er Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente.
Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Heilig, heilig, heilig zu. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich,
Schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die du zum Dienst in die Kirche gerufen hast. Gedenke auch aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu singen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünden, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast deinen Jüngern, aber auch uns gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Zur Danksagung singen wir 799. Gelobt sei Jesus Christus in aller Ewigkeit. 799. Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit, der Mensch für
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Zum Schluss singen wir ein Marienlied 521. Maria, dich lieben, die erste und fünfte Strophe. 1 und 5. Maria, dich lieben, ist allzeit mein Sinn. Dir wurde die Fülle der Gnaden verliehen. Du Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt. Du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt. Dein Herz der Gnaden, o reich uns die Hand. Auf all unseren Wegen durchs irdische Land. Hilf uns deinen Kindern in Not und Gefahr. Mach allen, die lieben, den Thron offenbar. Wir wünschen Ihnen allen einen angenehmen Abend und auch morgen einen gesegneten Sonntag. Liebe Schwestern und Brüder, wir beten gleich den Kreuzweg.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit Jesus sind wir auf dem Weg. Mit Jesus gehen wir den Kreuzweg. Die erste Station. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus vor Pilatus. Seht da der Mensch, Spottfigur im Spottgewand, aller Ehre beraubt, ohne Ansehen, er schaut mich an. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Gedemütigen mit uns getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus wird unter das Kreuz gezwungen, Weg der Schmerzen. Er geht im Kleid eines Gezeichneten. Er trägt das Leid der Menschen. Er trägt unsere Schuld. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Leidenden getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus liegt am Boden, im Staub der Erde. Er hat kein Gesicht mehr, vom Kreuz in die Knie gezwungen, doch er steht wieder auf. Gepriesen seist du, mein Herr und Gott, der du ehrlos am Boden gelegen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus und seine Mutter, Begegnung im Leid, Begegnung auf dem Kreuzweg. Stark wie der Tod ist die Liebe. Gepriesen seist du, mein Herr und mein Gott, der du den Menschen in Liebe begegnet bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus und Simon, sie werden Brüder auf dem Kreuzweg, geschwisterliche Kirche. Einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr das Gebot Christi. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du die Last der Ohnmächtigen getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweigstuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz
hast du die Welt erlöst. Jesus und Veronika, das Mitgefühl einer Frau. Christi Bild in ihren Händen, Christi Bild in ihrem Herzen. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du uns in der Taufe dein Bild eingeprägt hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 7. Station. Jesus fehlt zum 2. Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus, niedergestreckt auf dem Weg nach Golgotha, ein Wurm und kein Mensch mehr, Hass und Gewalt, Terror, Krieg und Völkermord. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand und der ganze Mond wurde wie Blut. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Wehrlosen getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 8. Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus und die Frauen, Trauer und Verzweiflung, erbarme dich. Jesus nimmt Anteil, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du Anteil nimmst an unserem Leid. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 9. Station. Jesus fehlt zum 3. Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus erneuert am Boden. Er kann nicht mehr. Wann ist endlich Schluss? Menschen sind am Ende. Ohnmacht. Neue Kraft vom ohnmächtigen Christus. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Verzweifelten getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus auf dem Kalvarienberg, der Kleider vom Leib gerissen, wie Adam und Eva entblößt. Das letzte Ansehen ist ihm genommen. Unser Herr im Elend, Menschenrechte, Menschenwürde. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Schande für uns getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 11. Station. Jesus wird an das Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus hingestreckt auf dem Galgen des Kreuzes. Sie nageln ihn fest auf seine Liebe zu den Menschen. Der leidende Gottesknecht zwischen Himmel und Erde. Opferlamm,
Hände, die schlagen, die foltern, die töten. Hände, die pflegen, die Zärtlichkeit schenken, die heilen. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du für uns ans Kreuz geschlagen worden bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus im Todeskampf. Mein Gott und mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein letztes Wort und Gebet. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Sein letztes Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Sein letztes Wort. Es ist vollbracht. Totenstille des Karfreitags. Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Leben. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du dein Leben für uns hingegeben hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der tote Leib Jesu im Schoß der Mutter, Pieta. Maria hüllt ihn in den Mantel ihrer Liebe. Stärker als der Tod ist die Liebe, die Schmerzensmutter, Zuflucht der Menschen in Not und Leid, Mutter des Trostes. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du die Menschen in ihrer Trauer nicht allein lässt. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, die Trauer des Karfreitags, die Ruhe des Karsamstags. Mächtiger als der Tod ist das Leben. Wenn wir mit Christus gestorben ist, werden wir auch mit ihm leben. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du tot im Grab gelegen bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, du hast uns auf den Kreuzweg durch die Geheimnisse deines Leidens und deiner Auferstehung gestärkt und aufgerichtet. Begleite uns alle Tage auf unserem Lebensweg und führe uns an das Ziel aller Pilgerschaft, der du mit Gott, dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschest in alle Ewigkeit.